Hallo, ich bin der Peter aus der Wagenburg Bambule. Kommt mal mit, ich zeige euch, wie wir wohnen. Ich wohne seit 31 Jahren hier und festgestellt, dass das meine Lebensform ist, selbstbestimmt in einer Gemeinschaft in der Natur zu leben. Hier ist der Platz, wo ich mit meiner Familie lebe. Hier ist mein Wagen, der ist relativ neu. Man muss dazu sagen, dass ich Schreiner bin und ich immer davon geträumt habe, mal im Zirkuswagen zu wohnen und darum mir meinen eigenen Zirkuswagen neu gebaut habe. Davor hatte ich eigentlich den schrottligsten Bauwagen hier auf dem ganzen Platz. Ja, da gehen wir mal rein. Ich habe versucht, so einen nostalgischen Aspekt reinzubringen. Viele Materialien sind auch alt. Das Fenster ist ein altes Fenster, wo ich restauriert habe. Die Böden sind Pitchpine-Böden. Die wurden aus Amerika importiert vor ca. vielleicht 120 Jahren. Von innen auch die Oberlichter, wo ein schönes indirektes Licht geben und das Raumgefühl ausmachen. Ich habe hier eine kleine Küche, benutze ich eigentlich mehr als Teeküche, weil wir noch eine gemeinsame Küche haben. Ich bin eigentlich, glaube ich, der Einzige auf der Wagenburg, wo ein Klo im Wagen hat. Das ist eine Trockentrenntoilette. Das werden einfach die Fäkalien getrennt, gesammelt. Dadurch entstehen weniger Gerüche und kann leichter entsorgt werden. Die Dusche funktioniert einfach. Ich hole Wasser in den Behälter, wird mit Gas erhitzt. Wenn es die richtige Temperatur hat, nehme ich es in die Dusche und übergieße mich mit dem. Mit dem Erker habe ich so ca. 18 Quadratmeter Wohnfläche. Und der ist so gestaltet, dass ich, wenn ich will, kann ich das rausziehen, habe hier meinen Büroplatz. Und wenn ich fertig bin, kann ich dann hier das Sofa rausziehen. Und von meinem Arbeitsplatz oder von meinem Sofaplatz sehe ich auf unseren kleinen Familieninnenhof, wo wir mit 2 Kindern, 2 Erwachsene leben. Wir können ja mal in einen Wagen reinschauen. Das ist der Wagen von meiner Partnerin Kathleen, wo ganz am Anfang auch die ganze Familie drin gewohnt hat. Da haben wir diese Schubladen gebaut. Das sind eigentlich 2 Betten. Wenn man sie ganz rauszieht, können 2 Kinder nebeneinander schlafen. Wir haben oben auf dem Bett geschlafen. Zu dem Wagen habe ich eine große emotionale Verbindung. Meine Kinder sind hier geboren. Jetzt wohnt die Kathleen alleine hier drin. Dann zeige ich euch noch den Wagen von meinem Sohn Milan. Hallo, ihr könnt gerne reinschauen. Genau, das ist mein Wagen. Ist eigentlich alles drin. Hab einen kleinen Ofen hier, eine Spüle auch. Ich kann sogar kochen. Das ist schon schön eigentlich. Also ich mag meinen Wagen sehr gerne. Ja, also ich kenne es halt nicht anders. Lebe mein ganzes Leben hier so. Ihr denkt jetzt alle, das sei ein Vogelhäuschen, aber hier hinter der Box, das ist einfach unsere WLAN-Station. Da hat der Milan eine Kiste dafür gebaut, dass er ein bisschen geschützt ist. Dann schauen wir jetzt noch mal in die Küche rein.
Der ist jetzt eher noch oldschool, so wie wir mit Wagenburgleben angefangen haben. Einfach alte, ausrangierte Bauwagen aufzupeppen, dass man drin wohnen kann. Das ist hier die Küchenzeile, mit einem Gasherd, Küchenschränke, Waschbecken. Im Winter kochen wir auf der Küchenhexe, weil der dann auch als Heizung sowieso auch fungiert. Wir haben hier fließend Wasser. Das reicht. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und würde in Tübingen der Strom ausfallen, würden wir es hier gar nicht merken. Im Winter muss man sich einfach ein bisschen beschränken aufs Nötigste. Ich zeige euch jetzt mal, wo wir das Wasser herholen. Hier haben wir einen 1 Kubikmeter Edelstahltank, wo wir unser Trinkwasser drin haben. Das holen wir mit dem Traktor im Viertel unten aus einem Hydranten. Eigentlich gibt es die Wagenburgen seit 1991. Es hat in Tübingen rumort und gab schon damals wegen Wohnungsnot Hausbesetzungen. Und wir haben ganz naiv eine Wagenburg gegründet, haben gleichzeitig politische Arbeit geleistet und seitdem gab es dann den Platz auf dem ehemaligen Kasernengelände. Und die Wagenburg Bambule ist ja ein Wohnprojekt, wo viele Leute wohnen. Und von diesen Mitbewohnerinnen will ich euch jetzt noch jemand vorstellen. Elena, bist du da? Ich habe dir jemanden mitgebracht. Peter. Hallo. Ich wohne seit 12 Jahren im Wagen und seit 3 Jahren in diesem Wagen. Den habe ich mir selbst aufgebaut. Davor habe ich im LKW gelebt, also war mobil. Es gab eigentlich immer eine Lasterfraktion und eine Wagenfraktion. Und wir zeigen euch jetzt mal noch, wie Menschen hier noch wohnen und gehen zu meinem Nachbarn, dem Tom. Der lebt nämlich in einem LKW. Tür ist offen. Klopf, klopf. Hallo! Hi Tom. Nika. Dürfen wir reinkommen? Na klar, komm jetzt rein. Das war ursprünglich ein Brieftaubenlaster. Da war in der Mitte vielleicht so ein Gang und links und rechts war alles voll mit Käfigen. Und dementsprechend sah der Boden natürlich auch aus, war alles komplett verkackt. Also war schon nicht so toll jetzt. Das ist eigentlich ein Kinderbett für meine Tochter, aber ich muss sagen, ich schlafe voll gern da, weil man beide Türen aufmachen kann hinten. Dann schläft man quasi unter freiem Himmel. Wenn jetzt aber der Regen kommt, dann werde ich nass. Was ich ganz nett finde, ist mein Wasserhahn. Also der besteht aus diesem Löffel hier. Das ist einfach nur ein Kontakt. Den kann man auch, wenn man beide Hände braucht, ohne Probleme mit dem Knie betätigen. Das ist ein Schädel aus Spanien. Mein damaliger Hund hat den mir irgendwie angeschleift. Bisschen Deko, bisschen Schrott verwerten. Oder so Geschichten einfach, wo ich mir denke, ich gehe jetzt nicht in den Baumarkt und kaufe mir für 10 € so einen teuren Verschluss, wenn ich überall Sachen finde wie alte Schlüssel. Und hier ist es halt wichtig tatsächlich, dass ich das zumachen kann, weil wenn ich fahre, sonst ist hier, sieht es hier aus wie auf dem Polterabend. Ich war früher sehr viel unterwegs mit dem Ding. Dann kam aber meine Tochter auf die Welt und dann bin ich ein bisschen sesshaft geworden.
dann sehen wir uns später am Feuer und ich zeige euch noch unsere Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftsplätze. Hier ist unser Kneipenraum, wo einmal in der Woche Haus-Wagenbar gemacht. Manchmal finden kleine Konzerte statt. Für so einen Veranstaltungsraum ist halt ein Wagen alleine, ein bisschen kleine Fläche. Darum ist es ein Wagen mit Anbau. Dann schauen wir jetzt zur Feuerstelle. Feuerstelle ist immer das Zentrum jeder Wagenburg, wo ein Feuer brennt, wo man sich austauschen kann. Wagenleben, das ist Selbstbestimmung pur und Selbsterfahrung, wo man sich als große Familie sieht, die sich unterstützt und man sich gegenseitig hilft. Schön, dass ihr uns hier besucht habt. Wenn ihr euch noch für mehr Wohnräume interessiert, dann Abonniert den Kanal oder klickt hier oder hier. Tschüss.